Björn Paulsen, a tough match lies behind the Schanzer and also the Lions from Munich. How would you sum up today the match in the Jahresabschlusspartie? I would say in two phases. The first half, which was not good, and then after the red card, I think the first half was very bad. I can only criticize myself. That was the worst half in my career, I think. But it's good to come in second half and prove wrong. I think we changed a little bit when we built up. We put Thomas a little bit more down, so we had 3 against 2, and then we fight ourselves into the game, and it was a good thing, I think. Especially after the red card, everybody feel like there's a bit of an explosion in the Schanzer's face and on the Schanzer side. How would you describe what changed in that moment when Maxi Beister was sent off? I don't know. When you get a red card, you always know that you're a man under and you have to fight even harder. But we didn't change much. We still played with 2 strikers, 3 in the middle who ran a lot. And then we just keep believing that we could score the goal. And if we were lucky, we can score the third also. So we had a very good belief in ourselves, and I think we did a good job after the red card. Looking ahead to next Sunday, Schanzer are going to face Jena here again at our Sportpark, the last match before Christmas. What do you expect from the match? I hope it was different from last time we played them. We didn't score against them even though we won. And we know Jena is fighting for survival, so it's going to be a tough match like this one, and we need the same mentality as in the second half. Marcel Gaus, die Schanzer und der TSV 1860 München trennen sich 2:2 unentschieden hier am Montagabend im Audi Sportpark. Ein Spiel, das eigentlich alles hatte, bis auf den Sieger heute, oder? Ja, das stimmt leider. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne die 3 Punkte hier behalten für uns und für die Fans. Aber ich denke, nach dem Spielverlauf war es schon ein Stück weit gerechtfertigt. War ein Spiel, was, glaube ich, rastige Zweikämpfe hatte. Tore auf beiden Seiten, Platzverweis leider für uns, aber auch tolle Moral von der Mannschaft wieder einmal. Von daher war es am Ende trotzdem ein gewonnener Punkt für uns in Unterzahl. Ihr seid super in die Partie gekommen, habt früh 1:0 geführt, danach gab es 2 extrem schnelle Gegentore. Was ist in dieser Phase kurz nach dem 1:0 passiert? Ich glaube, dass wir es nicht geschafft haben, das als Mannschaft kompakt zu verteidigen. Das, was uns letzte Woche in Magdeburg noch ausgezeichnet hat. Wir haben nicht gut verteidigt in 2 Situationen, wo wir die Bälle vielleicht auch zu einfach herschenken. Die langen Bälle, die 1860 auch ein Stück weit dann gespielt hat, haben wir nicht gut verteidigt. Und von daher muss ich einfach sagen, war es natürlich ärgerlich, weil du warst 1:0 in Führung und dann musst du es besser runterspielen, beziehungsweise dann erstmal für den Moment besser kontrollieren. Und ich glaube, in der Phase haben wir es ja nicht geschafft, irgendwie großen Ballbesitz zu haben die Bälle zu leicht hergeschenkt, hatten einfache Ballverluste und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie zu Chancen zu kommen oder auch Situationen oder auch Phasen zu haben, wo du einfach mal durchpusten kannst. Und ja, wie gesagt, die Tore fallen zu einfach und es ist ärgerlich gewesen, weil wie gesagt, du hast geführt und dann willst du das Spiel eigentlich anders gestalten. Von daher mussten wir das so akzeptieren, sind mit dem 1:2 in die Halbzeit gegangen und dann nach dem Wiederanpfiff hatten wir eigentlich eine verrückte Szene halt mit dem Ping-Pong-Ding, wo der Ball eigentlich reingehen kann oder auf der Linie ist. Dann gibt es die rote Karte, die daraus resultiert. Und trotzdem haben wir wieder einmal gezeigt, dass es bei uns wirklich stimmt, dass wir eine geile Truppe sind, dass wir Charakter haben. Und sind verdient, denke ich, dann auch in der Phase gut belohnt worden mit dem 2:2. Haben danach meiner Meinung nach auch eine gute Spielkontrolle gehabt, haben dadurch irgendwie die Räume besser belaufen, auch besser bespielt und haben halt dann phasenweise den Ball deutlich besser laufen lassen mit 10 Mann als mit 11 Mann. Von daher ist das eine Sache, auf der wir wieder weiter aufbauen können. Charakter stimmt, Moral stimmt und letztendlich sind wir froh, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Die Moral der Mannschaft stimmt, auch deine Torquote stimmt in dieser Saison. Du hast heute wieder doppelt getroffen, hast maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses 2:2 Unentschieden zustande gekommen ist. Mit welchem Gefühl bist du heute vom Platz gegangen? Ja, natürlich habe ich mich gefreut, dass ich doppelt getroffen habe. Es ist auch das erste Mal gewesen in der Karriere, dass ich 2-mal getroffen habe. Natürlich freue ich mich darüber. Wenn ich mich nicht darüber freuen würde, dann wäre, glaube ich, auch irgendwas falsch. Aber trotzdem war es ein Gefühl, einfach, dass wir einen gewonnenen Punkt hatten. Weil wenn du mit einem Mann weniger agierst und in Rückstand bist und dann am Ende auch noch einen Punkt holst, ist es ein gewonnener Punkt. Und gerade in der Situation, in der wir sind, wollen wir kontinuierlich punkten. Auch wenn wir jetzt zu Hause halt, wie gesagt, 2 Spiele halt nicht geschafft haben zu siegen, wo wir 2-mal in Führung waren. Aber wie gesagt, dieses ganze Gebilde, worauf wir aufbauen, stimmlich positiv für die Zukunft. Und ich denke, dass wir jetzt nächste Woche gegen Jena nochmal alles reinhauen wollen. Es wird nochmal ein verrücktes Spiel zum Jahresabschluss, weil Jena ist auch in einer Situation, wo die punkten müssen. Und dementsprechend haben wir auch großen Respekt davor. Aber wir wollen zu Hause unbedingt den Sieg erringen, wollen die 3 Punkte hier behalten, um damit halt auch gut in die Pause zu gehen.